Guten Tag und herzlich willkommen zu Think & Talk. Think & Talk stellt Werke der alten und der neuen Pinakothek vor und versucht diese nicht nur im historischen Kontext, sondern aus heutiger Perspektive zu betrachten. Im Mittelpunkt steht also die Frage, lassen sich historische Werke mit zeitgenössischen, also mit heutigen Themen und Erfahrungen verbinden? Und was sehen wir dann in diesen Werken? Ich möchte mit Ihnen über Georges Minnes Zwei Knaben in einem Boot sprechen. Mein Name ist Joachim Karg und ich bin verantwortlich für die Kunst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Werk von Georges Minne gehört zur Sammlung der neuen Pinakothek und befand sich in diesen Räumlichkeiten. Die neue Pinakothek wird vorbereitet für die große Sanierung und ist mittlerweile geräumt. Mit dieser nur kleinen Auswahl von Werken, mit der die Kunst des 19. Jahrhunderts hier in der alten Pinakothek zu Gast ist, darf Georges Minne nicht fehlen. Denn zusammen mit Auguste Rodin und Aristide Maillol definiert er die Skulptur zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts neu. Zusammen mit den beiden genannten, aber auch mit anderen Bildhauern wie etwa Adolf von Hildebrand befreit er zunächst die Skulptur von allegorischen oder erzählerischen Bedeutungsebenen und konzentriert sich ganz auf die Form, auf die menschliche Figur. Sie prägt und trägt den Ausdruck der Emotionen und ist zugleich Symbol für die Selbstbezogenheit des Menschen in der Kunst bei Georges Minne. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Georges Minne allerdings, man könnte es einen Geheimtipp nennen, für progressive Sammler und Museumsdirektoren. Und so kommt auch diese Plastik 1912 im Rahmen der Tschudi-Spende in die Sammlung der neuen Pinakothek. Sie steht hier wunderbar beleuchtet durch das Seitenlicht. Diese Gelegenheit geben uns die Räume in der alten Pinakothek. Und Minne steht natürlich im Zusammenhang mit den belgischen Symbolisten hier in diesem Raum, mit Ensor, mit Knoopf, die er über die Künstlervereinigung und die Ausstellungsmöglichkeit Le Vin kennenlernt. 1896 gewann Georges Minne den Wettbewerb der belgischen Arbeiterpartei Parti Ouvrier für ein Grabmonument für Jean Volders. Jean Volders war einer der Mitbegründer der Partei und Herausgeber der Zeitschrift Le Peuple. 1897/98 entwickelte Georges Minne das Werk, von dem die neue Pinakothek einen kleinen Bronzeguss zeigt und das hier im Haus unter dem Titel bekannt ist, Zwei Knaben in einem Boot. Für das Grabmal von Jean Volders hat sich Georges Minne für die Darstellung zweier junger männlicher Figuren auf einem schwankenden Boot entschieden. Die beiden Figuren stützen sich gegenseitig. Der Bootsrumpf ist in einer ausgesprochen prekären Balance und deutlich wird auch durch die auseinandergestellten Beine, dass es hier wirklich ein Balanceakt zu wahren gilt, um das Kentern des Bootes zu verhindern. Die beiden Männer, und das ist interessant, umfassen sich dabei nicht, sondern stützen sich gerade eben berührend, die Unterarme aufeinander gelegt auf der linken Seite. Auf der rechten Seite umfasst einer der Männer noch einmal den Ellenbogen des anderen. Also eine ganz unmittelbare, sehr subtile Balance, die das ganze Objekt in der Schwebe hält. Das natürlich besonders herausfordernd für eine Bronzeplastik. Und damit dieses Moment der Zuwendung, aber auch der prekären Balance unmittelbar verdeutlichend. Diese ausgesprochen prekäre Balance ist, glaube ich, das, was Minne zum Ausdruck bringen wollte, denn er hat sich auch gerade gegenüber der Person von Jean Volders dahin geäußert, dass er das Engagement, aber auch die Emotionalität, die Zugewandtheit dieser Person zum Ausdruck bringen wollte. Ihm ging es mithin gar nicht um eine Form von gesellschaftlicher oder politischer Solidarität, sondern tatsächlich um die Solidarität als eine menschliche Grundhaltung, als eine menschliche Empfindung in all ihren Gefährdungen aber auch. Damit übersteigt Minne natürlich auch die Vorstellungen der Auftraggeber und formuliert eine Plastik, die in ihrem einfachen, auf eine ganz grundsätzliche menschliche Haltung reduzierten Form und Ausdruck die Realität, die Wirklichkeit und den historischen Kontext verlässt.
Mit der Betonung dieses menschlichen Zueinanders in all seinen Gefährdungen, aber auch in der Sensibilität, mit der Georges Minne dies zum Ausdruck bringt, löst er sich natürlich von dem zeitgeschichtlichen Kontext, löst sich auch von der Person Jean Volders. Und damit ist vielleicht nachvollziehbar oder verständlich, dass die Auftraggeber des Grabmales mit dem Entwurf nicht einverstanden sein konnten. Was bleibt, ist eine kleine Plastik, die in unterschiedlichen Fassungen und eben unter dem französischen Titel La Solidarité Verbreitung fand und damit auch eine besondere Stellung in der Geschichte der Skulptur zu Beginn des 20. Jahrhunderts einnimmt. Welches Werk, so scheint es, würde sich mithin besser empfehlen, um über Kunst und Gesellschaft in Zeiten der Krise zu sprechen? Das Wort Solidarität ist in den letzten Monaten sehr häufig zu hören gewesen, mal laut, mal leise, fordernd oder mahnend, aber immer irgendwie doch auf einen Zusammenhalt der Gesellschaft zielend. Aber kann die Kunst überhaupt diese Solidarität darstellen, ohne Propaganda zu sein, ohne plakativ, zeitgebunden und mit der Zeit auch vergehend? Was also sehen wir dann in Minnes Plastik? Oder genauer, was konnten oder wollten die Auftraggeber nicht in dem 3 Meter hohen Gipsmodell erkennen, das der Künstler dann vor den Augen Henry van der Veldes in seinem Atelier zerstörte? Minne selbst sagte, er wollte vor allen Dingen die Persönlichkeit und den Charakter von Jean Volders zum Ausdruck bringen, sein Engagement und seine Empathie für die Menschen. Dies ist ihm, glaube ich, gelungen. Was aber sehen Sie jetzt in dieser kleinen Plastik von Georges Minne? Welche Assoziation löst das Werk bei Ihnen aus? Lassen Sie uns darüber sprechen. Ich lade Sie herzlich ein zur Diskussion. Und darüber hinaus können Sie alle Podcasts, Videos zu Think and Talk auch auf unserer Webseite noch einmal aufrufen. Aber vor allen Dingen freue ich mich auf Ihren Besuch in der Alten Pinakothek.